Wir leben in einer Welt, in der es nur immer schöner, schneller, höher weitergehen muss. Ein Apfel, der aus dem Korb gefallen ist, eine Druckstelle hat, der nicht ganz rund ist, der wird gleich ausgesondert, der geht an Schweine oder vielleicht noch zum Apfelmus oder zum Mosten. Instagram hat uns Filter, macht uns schmale Gesichter, dicke Lippen. Warum nicht mal Mut zur Hässlichkeit? So wie ich, wie dieser Kanal. Willkommen in der Noppenplätzchenscheune. Mein Name ist Bloxer und Freunde, ja, das wird hier kein fundamentaler Aufruf zum Verbessern der Erde, aber vielleicht doch ein kleines bisschen. Denn ich möchte euch heute B-Ware vorstellen. Ein Set, wo der Karton schon mal runtergefallen ist, wo er eingeditscht ist, wo beim Transport etwas schiefgelaufen ist. Und warum? Naja, weil ich das Set sowieso baue. Und weil mein Freund Sebastian in seinem Shop buildingbricks.de eine extra Kategorie eingerichtet hat und ich dieses Set mit meinem eigenen Rabattcode dort günstig gekauft habe. Und deswegen Mut zur B-Ware, Freunde. Deswegen stelle ich euch heute vor das Sonderchaos-Set 250-3, das Kobi-Set 2526, 426 Steinchen und eine Minifigur. Und ihr seht, der Karton ist hier eingeditscht. Ich habe mit meinen Rabatt, er hat sogar hier einen Kratzer, mit meinem Rabattcode, glaube ich, weniger bezahlt, als es woanders zurzeit das Set gibt. Aber da könnt ihr selber mal gucken, es waren, glaube ich, um die 30 Euro. Und warum sage ich hier Mut zur B-Ware? Naja, weil dieses Fahrzeug ein super Grundstock ist für Mocs. Es gibt sehr, sehr talentierte Kobi-Mocker da draußen und auch ihr könnt dieses Fahrzeug richtig gut umbauen. Und ich habe extra mal ein paar Bilder vom Sebastian mir kommen lassen. Dann seht ihr hier mal, wie man dieses Fahrzeug umbauen kann. Es gab ja auch verschiedene Variationen vom Sonderkfz 250 und da seht ihr einige, die der Sebastian gemockt hat. Und fürs Mocken brauchen wir keinen schönen Karton. Freunde, trotzdem wollen wir uns jetzt anschauen, was in diesem Karton ist. Kommt mit mir jetzt hier auf den Bautisch. Ja, Freunde, da haben wir unser Kobi-Set 2526 mit 426 Bausteinchen und einer Minifigur auf dem Bautisch liegen. Ihr seht noch altes Design und der Karton ist ziemlich verranzt. Da kaputt, da kaputt, da kaputt. Ja, das Sonderkfz 250-3, hier schön mit der Antenne. Wir haben wieder hier ein Kobi-Set versteckt. Die BMW müsste es sein. Und das Set kommt natürlich aus der Historical Collection vom Deutschen Afrika Korps. Das ist selbstredend durch die Tennfarbe. Ja, drehen wir es um. Da sehen wir das Fahrzeug, das dann 18 cm lang wird und 10 cm hoch. Hier sehen wir es von vorne. Die Fakten gibt es nachher beim Speedbild. Wir sehen das Funkgerät zu der Antenne und wir sehen hier, dass ein MG34 und eine MP40 verbaut ist und wir sehen hier ein Originalfoto. Freunde, ich habe es euch gesagt, 426 Steinchen, aber wo sind sie? Ja, die zeige ich euch jetzt und das Schöne ist, es ist B-Ware und ich kann jetzt endlich mal meinen inneren Dämonen bekämpfen und rauslassen, denn ich kann diesen Karton hier richtig zerfetzen und das mache ich für euch, Freunde. Es ist B-Ware, dann... So, Freunde, das tat gut. Das habe ich noch nie gemacht. Ja, wir haben eine Tüte 2, wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Tüten, die für die Tüte 1 stehen, 6 Tüten, 6 sogar. Und wir haben die Anleitung DIN A4, Klammer gebunden. Wir sehen PET Printed, ab 6 Jahren, traurige Zwiebeln verboten, Captain Planet hier und ein Löwe und CI und EU und hast du nicht gesehen. Schauen wir uns die Anleitung an. Wie gesagt, erster Bauschritt, Bereich 6 Tüten. Hier sehen wir verschiedene Slopes. Was wir bauen ist farblich. Was gebaut wurde, ist farbentsättigt. Pfeile weisen uns den Weg. Wir haben ab und zu Legenden. Da sehen wir hier eine 1x2er Teil zum Anlegen. Und am Ende haben wir dann das Fahrzeug fertig nach 84 Bauschritten. Kobi hat ja keine Seiten. Die letzten Seiten sind dann immer Teileübersicht und ein bisschen Werbung. Und auch hier diese Spielkarte,
die man rausschneiden kann, wenn man das Kobi Tabletop Game spielen möchte. Den Chaffee habe ich euch schon vorgestellt. Die Su 100 wird es demnächst nochmal hier irgendwann geben, aber zurzeit habe ich nicht so Bock auf russische Militärtechnik. Kann man vielleicht verstehen. Daher auch kein T34. Naja, Freunde, aber jetzt deutsche Militärtechnik. Ich habe richtig Spaß. Speedbildzeit ist Faktenzeit. Und Freunde, ihr kennt es, wenn wir heute ein Sonder-Kfz 250 Schräger 3 bauen, dann handeln sich die Fakten auch genau um dieses Fahrzeug. Auf einem verkürzten Fahrgestell des leichten Zugkraftwagens 1-Tonner D7 entstand 1940 der leichte Schützenpanzerwagen mit Fahrgestell D7P, das Sonder-Kfz 250, von dem verschiedene Versionen unterschiedlicher Ausstattung und Bewaffnung gebaut wurden. Ab 1943 wurde die Panzerung stark vereinfacht und das Fahrzeug als Sonder-Kfz 250 neue Ausführung bezeichnet. Vom leichten Funkpanzerwagen Sonder-Kfz 250-3 gab es 4 verschiedene Ausführungen, die sich hauptsächlich bei der Funkgeräteausstattung unterschieden. Die auffällige Dachantenne wie in diesem Modell wurde bis 1942 verwendet. Also das Schräger 3 steht für den leichten Funkpanzerwagen. Der leichte Schützenpanzerwagen kam anfangs mit je 2 Fahrzeugen in den Kompanietrupps der Schützenkompanien zum Einsatz. Auch wurde er als Stabsfahrzeug in Nachrichteneinheiten und Artillerieeinheiten verwendet. Für den Einsatz in Sturmgeschützabteilungen wurden 1940 der leichte gepanzerte Multifunktionskraftwagen, das Sonder-Kfz 252 und der leicht gepanzerte Beobachtungskraftwagen Sonder-Kfz 253 auf Basis des Sonder-Kfz 250 entwickelt. Beide wurden ab 1941 nicht mehr produziert und durch die entsprechenden Varianten des Sonder-Kfz 250 abgelöst. Da er in den ersten Kriegsjahren relativ selten war, befanden sich immer nur wenige leichte Schützenpanzerwagen in den Teileinheiten. Erst 1942, als die Produktion deutlich gesteigert wurde, konnten größere Einheiten ausgestattet werden. Im Gegensatz zum mittleren Schützenpanzerwagen, der in den gepanzerten Panzergrenadierkompanien die Hauptausstattung darstellte, setzte die Wehrmacht den leichten Schützenpanzerwagen in den gepanzerten Aufklärungskompanien der Panzeraufklärungsabteilung ein. Jede Abteilung hatte 2 bis 3 Kompanien mit bis zu 30 leichten Schützenpanzerwagen, verschiedenste Ausführungen. Sie gliederte sich in 3 Züge mit je 3 Gruppen zu 2 leichten Schützenpanzerwagen, eine Granatwerfergruppe und eine Kanonengruppe auf Schützenpanzerwagen. Die gepanzerte Aufklärungskompanie wurde in der Praxis selten zu ihrer eigentlichen Aufgabe herangezogen. Oft bildete sie mit Panzereinheiten und Panzerartillerieeinheiten Kampfgruppen, wobei der Kampf möglichst lange vom fahrenden oder stehenden Schützenpanzerwagen geführt werden sollte. Insgesamt bauten die Montagewerke basierend auf den Abnahmezahlen des Waffenamtes von Juni 1941 bis April 1945 6.628 leichte Schützenpanzerwagen 250 aller Versionen. Und Versionen ist hier das Stichwort, denn es gab eine Menge Versionen vom Schützenpanzerwagen 250, nämlich insgesamt 12. Ich baue aber hier, wie gesagt, das Sonder-Kfz 250-3, den leichten Funkpanzerwagen, von dem es dann auch nochmal 5 verschiedene Versionen gab. Also eigentlich Sonder-Kfz 250-3, 1 bis 5. Ja, Freunde, typisch deutsch, viele Abkürzungen, viele verschiedene Einsatzgebiete. Aber es gibt nur ein Einsatzgebiet von diesem Set, nämlich hier auf meinem Bautisch, das Zusammenklemmen. Freunde, jetzt viel Spaß beim Review. Eine Stunde später steht es da, unser Sonder-Kfz 250-3 aus dem deutschen Afrika-Korps von Kobi aus der Historical Collection World War II. Freunde, ich hätte das Ding bestimmt eher und schneller fertig gehabt als über eine Stunde. Es war 1 Stunde 5 oder sowas. Aber leider habe ich hier wieder ein Fehlteil gehabt. Und ich zeige es euch gleich am Anfang. Ihr seht hier vorne an der Blende haben wir rechts so eine Luke, die links hier fehlt. Dieses Steinchen, so ein 1x3er Slope hat gefehlt. Ich habe es mir jetzt behelfsmäßig mit einem 1x2er und einem 1x1er Slope ja einigermaßen zu Ende gebaut, damit wir hier auch die Form haben. Aber da hat mir mal wieder ein Teil gefehlt.
Kobi, schade. Warum immer ich? Ich verlinke euch unten und oben auf dem i mal mein Video zum Kobi Wirbelwind in Anthrazit, der Panzer 4. Dort könnt ihr nachvollziehen, könnt ihr sehen, gibt es eine kleine Anleitung, ein Tutorial, wie ihr fehlende Teile, Missing Parts bei Kobi reklamiert. Irgendwie traurig, dass ich das so oft in letzter Zeit wirklich nutzen musste. Es waren jetzt 3 Teile, fast 3 Teile in 5 Videos, glaube ich, oder 6. Das ist schon ein bisschen 50%, das gefällt mir nicht. Freunde, aber was mir gefällt, ist dieses schöne kleine Fahrzeug. Jetzt habt ihr schon ein paar Mal gesehen, von vorne hier, wir haben die Drucke, also eigentlich ein mehr, ich habe es euch gesagt. Wir haben hier an der Seite, an diesem Slope, haben wir auch das Balkenkreuz und auch so einen Sichtschlitz. Hinten haben wir die Kennzeichen und die aufgedruckte Tür auf diesem Teil. Wir haben dann hier wieder Balkenkreuz und Sichtluke und wir haben hier drinnen, und ihr könnt es sehen, das bedruckte Funkgerät in dem Innenraum, wo wir hier sogar noch eine Figur drauf noppen können, und da haben wir noch einen Kanister, wir haben das MG34, wir haben die großen Rundumantennen und wir haben hier dieses kleine Schachtellaufwerk von diesem Sonder-Kfz, hinten eine Anhängerkupplung und vorne halt die beiden Räder und diese schöne Motorhaube. Es ist geil gebaut, wieder typisch Kobi, Baurichtungsumkehr, unten hier dann sogar eingehakt, weil wir klappen es ja eigentlich nur mit Hinges hier rüber, da sehen wir ihn ja auch, und da unten eingehakt in diesen Teil, den wir eigentlich kennen von, ja, zum Beispiel beim Kobi Mähdrescher zur Achshalterung und. Also wieder ein tolles Fahrzeug für wenig Geld, wo wir all das sehen, was Kobi kann. Also schräg bauen, gerade hier hinten drin, der Innenraum ist sehr asynchron gebaut, wir haben viel Baurichtungsumkehr und am Ende haben wir ein schönes, kleines, ikonisches Fahrzeug. Ihr habt ja die Bilder gesehen vom lieben Sebastian, die ich euch am Anfang gezeigt habe, das danach schreit, umgebaut zu werden. Auch ich werde dieses Fahrzeug noch umbauen. Ich werde jetzt aber erstmal warten, bis ich von Kobi diese Fliese kriege, diesen Slope meine ich, den bedruckten, und dann werde ich hier oben auch den Innenraum zumachen. Ich werde mich wahrscheinlich zur komplett geschlossenen Variante entscheiden und diese Antenne dann mal woanders für gebrauchen. Solche Stäbe kann man nie genug haben. Also ich finde das cool. Also so ein Fahrzeug hat auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung, und gerade beim Thema Funk und deutsches Afrika-Korps macht das hier absolut Sinn. Ich nehme jetzt trotzdem nochmal hier dieses Funkgerät raus, dann könnt ihr nämlich viel, viel besser die Bedruckung sehen. Oh, es ist halt typisch Kobi, sehr fest verbaut. So, da seht ihr es. Ein richtig cooler Druck auf diesen Funkempfänger. Ich bin da leider technisch nicht so sehr versiert, dass ich jetzt sagen könnte, es wäre ein Telefunken, hast du nicht gesehen, oder Nordmende so und so. Aber ihr wisst, was ich meine, richtig cool. Und diese Noppe ist sogar wichtig, weil sie hält eigentlich hier hinten sogar noch die Rückwand. Da kommt es rein auf diesen 2x3er. Deswegen lege ich es jetzt nur so grob rein, weil dafür muss ich wieder ein bisschen auseinandernehmen. Wir noppen es einfach so auf, wie es passt. Oder wir noppen es gar nicht auf. So, also ein cooles Fahrzeug. Wartet, ich will es euch nochmal ganz kurz zeigen von vorne so. Den Innenraum mit diesen angedeuteten Sitzen, wo wir auch Noppen haben sogar. Das seht ihr, da ist die Noppe und da ist die Noppe. Da können wir sogar Figuren drauf stellen für halt das MG. Da sehen wir jetzt auch wieder typisch Kobi, aber schön mit diesem Schild hier auch und wieder mit diesen dünnen Fliesen, dass wir es auch hier super über diese Noppe gleiten lassen können, damit es sich halt hier die Lafette sich schön bewegen kann. So, hier den Spaten, da ein Kasten. Auch schön hier diese bedruckte Slope, diese gebogene für die Rückleuchten. Da wieder typisch mit diesen Bolzen, hier aber in Trans-Red, richtig cool, und da haben wir halt einen Wagenheber bzw. Brecheisen, richtig cool. Also ein schönes Fahrzeug, von unten auch hier ganz glatt gebaut, hat richtig Spaß gemacht. Hier, man baut hier erst diese Sachen und einfach herrlich. Mal wieder Kobi par excellence, ein tolles Fahrzeug. 1 Stunde habe ich dafür gebraucht, wie gesagt, wahrscheinlich geht es auch schneller, wenn man alle Teile da hat. Aber Thema Teile, ich habe ja noch ein paar Teile über gehabt. Wir sehen hier diese dünnen Fliese, hier sehen wir so eine C-Clamp von Kobi, wir haben hier diese Aufnopp-Röhrchengeschichte und wir haben ein Kettenglied. Das sind die Teile, die übergeblieben sind. Und was noch ganz wichtig ist, natürlich hier unsere Figur. Die blende ich euch auch hier rechts dann nochmal ein, beziehungsweise von mir aus links dann. Da sehen wir Sonnenbrille, die Maschinenpistole, bedruckter Torso, braune Schüchchen und die Handgranate, und er hat braune Handschuhe, der Dude mit dieser grünen M43 Feldmütze, so müsste es eigentlich heißen. Wie gesagt, ihr seht den links nochmal in groß. Ja, Freunde, ihr bekommt jetzt nochmal ein paar Detailfotos und dann schauen wir uns in groß noch einmal in die Augen. Ja, Freunde, während ich hier nochmal ein paar Detailfotos
bekommt wie immer der Hinweis, dass ihr die Quellen für meine Fakten unten in der Videobeschreibung findet. Und ihr habt es schon oft gehört in diesem Video, schaut mal vorbei bei buildingbricks.de. Da bekommt ihr mit dem Rabattcode BLOGSTAR 15% auf Kobi-Sets und sogar anwendbar hier auf B-Ware. Freunde, aber kauft da, wo ihr einfach am glücklichsten seid. Ich bin glücklich bei meinem Freund Sebastian, deswegen der Hinweis. Euch jetzt aber nochmal viel Spaß bei meinen abschließenden Worten. Ja, Freunde, da ist das Video leider schon zu Ende und ich muss vom ganzen Herzen sagen, leider. Denn es hat so Spaß gemacht zu bauen. Ein schönes kleines Kobi-Set für auch noch reduziert, 15% Rabattcode, ich habe es euch gesagt. Also eine richtig geile B-Ware und es hat mir auch wirklich mal gut getan, den Karton so zu zerfetzen, was ich sonst ja nie mache. Also schaut bitte nochmal unten in die Videobeschreibung, da findet ihr den Link zu Sebastians Shop, da findet ihr meinen 15% Rabattcode, gerade hier auf B-Ware. Ich glaube, das ist das günstigste, wo man dann dieses Fahrzeug bekommt, wenn ihr eh keinen Wert auf den Karton legt. Und dann habt ihr so Spaß wie ich. Ich brauche nichts schönreden, weil das ist ein geiles Kobi-Set. Gut, ein Teil fehlt mir. Da lege ich euch dann wieder das Video, was ich gerade schon gesagt habe, beim Kobi Wirbelwind, beim Flakpanzer, dem Panzer 4 ans Herz. Da seht ihr das Tutorial, wie ich Teile nachbestellen musste. Und mache ich auch hier. Aber am Ende habe ich ein schönes Set hier. Ja, jetzt wo ich drüber nachdenke, bin ich doch ein bisschen traurig, dass mir das jetzt schon 3-mal quasi in Folge passiert ist. Naja, Kobi, ich muss dann mit euch nochmal ein ernstes Wörtchen reden. Aber ich möchte auch mit euch ein ernstes Wörtchen reden. Aber ein positives. Freunde, ihr könnt euch vielleicht noch an das 7,2 Kilo Kobi Haul Video erinnern. Da habe ich ja von Kobi so einen riesen Karton bekommen mit Steinchen, mit Kalendern und mit ganz viel Katalogen. Und ich habe auch neulich auf dem Community-Tab geschrieben, dass ich ein paar Sachen an euch raushauen möchte, quasi als Dankeschön. Und da fangen wir doch einfach mal an mit den Katalogen. Ich habe hier Kataloge von 2021 und von 2002 und ich würde sagen, die sind bei euch besser, Quatsch, 2022, nicht 2002. Wo bin ich denn? 2002 hat Kobi leider noch nicht so gute Sets gemacht wie dieses hier. Aber auch schon coole. Schaut mal auf kobipedia.com. Aber zurück zu den Katalogen. Ich habe hier eine ganze Menge und ich kann eh nur in einen reingucken und ich möchte sie euch quasi schenken. Die ersten 3, die mir schreiben, dass sie solche Kataloge haben möchten, also 2022 und 2021 und das Hashtag Blogstar benutzen, das brauche ich einfach nur, um es besser rauszufiltern, die bekommen von mir diese zugesendet. Also schreibt rein und dann müssen wir natürlich noch hinterher in Kontakt kommen und kontakt@blogstar.de, damit ich es verifizieren kann. Dann bekommt ihr diesen Katalog bzw. diese beiden. Also nochmal ganz kurz, wir haben die 6. Stunde, in die Kommentare Hashtag Blogstar schreiben, ich hätte die ganz gerne und die ersten 3 bekommen diese. Folgt einfach weiter, was hier auf dem Kanal passiert. Dann haue ich noch die anderen Kataloge raus, die Kalender und bei den anderen Marken verschenke ich sogar noch komplette Sets. In diesem Sinne, Freunde, danke, dass ihr mir vielleicht einen Daumen hoch schenkt, einen Kommentar schenkt und vielleicht drückt ihr auch die Glocke. Das freut den Algorithmus, das freut den Blogstar. Und wenn ich mich freue, freut ihr euch auch, das weiß ich doch. Ich wünsche euch jetzt frohe Ostern, denn ich drehe das hier gerade um Ostern. Habt ein paar schöne Stunden, kommt mal ein bisschen zur Ruhe, klemmt Kobi, schaut YouTube-Videos von Blogstar, bleibt gesund, auf Wiederbauen. Euer Freund, der Blogstar.